Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Unreal. Heute wollen wir uns ein Fenster einbauen und dieses wunderschöne Licht hier drüben ein bisschen realistischer gestalten, indem wir einfach das einbauen in ein, ja was auch immer. Also quasi einfach ein paar dekorative Arbeiten hier dran durchführen, dass wir danach noch ein bisschen Türe einbauen können. Wir wollen auch noch was mit der Türe machen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Wir wollen nämlich hier dieses SM Door Static Mesh mit dem Türrahmen verbinden und dann, wenn wir vor der Türe stehen, die Türe automatisch aufgehen lassen. Das ist so ein bisschen das Ziel von dem Tutorial oder von dem ersten Teil sozusagen, damit wir wissen, wie solche Animationen funktionieren. Okay, so, was wir jetzt als erstes machen, ist diese Lampe einbauen. Dazu gehen wir einfach mal erstmal auf die Lampe und ich positioniere mich mal hier drüben hin. Und ich schiebe das Ding jetzt relativ stark an die Wand dran, so. Und jetzt will ich natürlich hier einen kleinen Rahmen haben. Dazu gehe ich in meinen Content-Browser erstmal wieder auf den Content und lösche dieses Door von letzten Mal. Gehe in den Starter-Content und was ich eigentlich möchte, ist irgendwas mit einem Licht, wahrscheinlich unter Props. Und hier sehen wir schon eine SM Lamp Wall, also Static Mesh Lamp Wall. Perfekt. Ziehen wir hier rein. Ist logischerweise falsch rum, weil ist halt so. Und deswegen drehen wir das Ding einfach mal. 90 Grad? Das waren noch mehr als 90. Ja, perfekt. Okay, 90 Grad. Jetzt ist das ein bisschen hell gerade. Ups. Wo ist meine Lampe hin? Nein, das war hier. Okay. Also, teilweise kann man auch da drüben super mal drin suchen, wenn man aus Versehen auf was anderes kommt. So, jetzt gehen wir einfach mal hier auf diese Lampe und ziehen das Point Light oder ziehen die Lampe so, dass das Point Light schön in der Mitte ist. So, was wir jetzt noch machen, ist, wir konfigurieren unser Point Light ein bisschen. Und das ist mir nämlich deutlich zu intensiv. Also ihr seht, alles ist irgendwie ausgeleuchtet und das ist irgendwie nicht so cool. Deswegen gehen wir hierher und stellen die Intensität vielleicht mal auf 1000 zurück. Das sieht, ja, vielleicht immer noch ein bisschen viel. 500 reicht völlig aus. Light Color, weiß ist ein bisschen unrealistisch. Das ist ein bisschen zu gelblich. So, das sieht doch ganz gut aus. Okay, das ist sozusagen unser Color Picker und ich kann dieses Ding nicht aussprechen. Das ist sozusagen, hier könnt ihr es durchlesen, wie weit das Licht sichtbar ist nach außen, also wie weit nach draußen man dieses Licht sehen kann. So, das ist doch schon mal ganz hübsch. Ja, wundert euch nicht, wir haben das Licht noch nicht neu gebildet. Deswegen sieht es jetzt hier gerade noch ein bisschen seltsam aus. Wir gehen jetzt hier erstmal her und klicken auf Build Lighting Only. Da müssen wir dann kurz warten. Das dauert eine Weile, bis diese ganze Berechnung durchgeführt wurde. Okay. Gut. Ja, was machen wir so lange? Ich weiß nicht genau. Wir warten einfach, bis es fertig ist, würde ich sagen. Da ist es. So, sehr, sehr schön. Jetzt muss er es noch exportieren. Okay. Gut. Hübsch. Okay, gefällt mir. Ja, ist okay. Ja, jetzt haben wir ein ziemlich gelbliches Licht hier drin. Ist alles ein bisschen so schwarz und so. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also so wie man das eigentlich auch erwarten würde, wenn man da nur so eine kleine Lampe drin hat. Vielleicht sollten wir das hier noch ein bisschen tiefer schieben. So, perfekt. Okay, jetzt bauen wir hier noch ein schönes Fenster ein, damit wir noch ein bisschen Außenlicht haben. Also da hinten an die hintere Wand am besten. Und das war übrigens das, was ich euch gerade erzählt hatte. Wenn man rausgeht, dann ist plötzlich alles hell. Wenn man wieder reingeht, dann ist alles extrem schwarz. Das ist dieses Exposure. Das setzen wir jetzt mal fix auf 0, ist ein bisschen zu wenig. Gehen wir mal auf Exposure. Ja, das ist auch zu wenig gewesen. Verdammt. +2 natürlich. Okay, so sieht es eigentlich doch ganz gut aus. Perfekt. Und jetzt wollen wir hier natürlich wieder mal das Fenster einbauen. Dazu würde ich mal vorschlagen, ups, Entschuldigung. Okay, gehen wir her und kopieren uns diese Box, die wir hier hatten. Den Box Brush. Den hier. Und wir machen es wieder automatisch. Das hier draußen ist es wieder mal zu hell. Gehen wieder auf Alt und drücken jetzt einfach mal Alt und schieben das sozusagen dahin, sodass wir eine Türe bekommen quasi. Aber wir wollen ja keine Türe, wir wollen ja ein Fenster bauen. Was wir also deswegen machen ist, wir setzen die Größe von dieser Box, diese 210, wieder mal ein bisschen kleiner, und zwar vielleicht auf 1 Meter. Das sollte ausreichen. Fenster sind normalerweise ein bisschen weiter oben.
So, sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Jetzt können wir hier nach einem, hier hat es sogar schon ein SM Glass Window und ein Door Frame. Haben wir kein Frame? Doch, Window Frame, perfekt. Window Frame, okay, super. So, was wir jetzt hier machen ist, okay, das passt offensichtlich nicht ganz. Komm zu mir. So, perfekt. Das passt offensichtlich nicht so ganz, deswegen skalieren wir das Ganze jetzt mal ein bisschen runter. Einfach ein bisschen ausprobieren sozusagen. Dann können wir es wieder verschieben. Muss ja nicht ganz genau passen. So, sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ich habe jetzt gerade wirklich einfach nur ungefähr geschätzt, so ein Augenmaß. Jetzt kann man aber durch dieses Fenster durchfliegen oder zumindest durchgehen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich kein Glas oder sowas drin. Und was wir deswegen jetzt machen, ist, wir wollen hier ein Glas reinziehen. Deswegen gehen wir hier auf dieses SM Glass Window, ziehen das ungefähr hier so hin. Und wir wissen jetzt, wie groß unser Objekt ist. Und deswegen gehen wir einfach mal hier, wir skalieren es einfach mal wieder durch. Hier oben auf das Scale-Tool und skalieren erstmal die Höhe ein bisschen runter. Und ja, die Breite passt eigentlich ganz gut. Ihr seht, es muss wirklich nicht exakt sein. Wir ziehen das jetzt einfach hier so rüber, ziehen das dahin und ziehen das ein bisschen weiter nach innen. Und schon ist eigentlich alles durchsichtig, beziehungsweise unsichtbar, was hier so den Rand angeht. Aber wir können nicht mehr durch. Das Ding wird auch noch ein paar Effekte werfen. Das heißt, es ist nicht komplett nutzlos, sondern es ist so ein bisschen leicht durchsichtig, wie halt Glas eben so ist. Es bricht das Licht aber trotzdem leicht. Okay, das ist schon mal sehr schön. Jetzt wollen wir natürlich noch so ein bisschen Textur auf diese Wände drauflegen. Ihr seht, das ist alles so ein bisschen texturlos. Deswegen gehen wir hier auf Content, gehen auf Starter Content, gehen auf die Materials und schauen uns an, was wir hier so drauflegen könnten. Was wollen wir denn für eine Textur? Wir können jetzt natürlich auch dieses Hightech-Teilchen wieder hier hermachen. Ich finde das eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich mag das Teil. Okay. Aber wie ihr wisst, habe ich nicht so den Style-Hintergrund. Ich bin eher so von der Informatiker-Schiene. Deswegen, höchstwahrscheinlich findet ihr das mega furchtbar, aber warum nicht? Okay, es sieht wirklich mega furchtbar aus. Naja, egal. Gefällt mir. Passt auch wunderbar überhaupt nicht zu diesem Licht da. Dieses uralte Licht. Okay, ich habe gerade meinen Spaß, wie ihr seht. Außen haben wir andere Materialien, die wir drauf machen können. Also, ihr seht, hier haben wir überall tatsächlich nichts außen drauf. Was wir dann machen können, ist, wir machen das Teil zum Beispiel hier in Rost. Ist es wirklich Rost? Na komm schon. Lad ein bisschen schneller. Ja, es ist Rost. Okay. Oh, wir haben sogar Gold. Wir können es in Gold machen. Nein, wir werden das jetzt einfach mal in diesem in Bedding machen. Komm schon. Ich brauche eine neue Grafikkarte. Also wenn jemand von euch möchte, dass es in meinen Videos schneller geht, dann könnt ihr mir gerne eine neue Grafikkarte spendieren. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Gut. So, was wir jetzt noch sehen können, ist, vielleicht nicht von der Seite, aber hier sehen wir, dass dieses Betonmaterial tatsächlich hier nicht drauf ist. Das heißt, wir müssen dieses Betonmaterial auch überall hier drauf setzen, also an die Seiten von den von diesen Platten, damit wir auch wirklich alles abdecken. Ich glaube, das passt dann hier drüben. Ups. Hier hat es sogar genommen. Perfekt. Also es kommt immer drauf an, ihr müsst auf jede Seite einmal draufziehen. Je nachdem, wie ihr gebaut habt, müsst ihr es nicht nochmal machen. Wenn jetzt zum Beispiel mein Dach in das Gebäude reingegangen wäre, dann hätten wir es natürlich nicht nochmal machen müssen. Aber hier müssen wir es zum Beispiel... Oh, da auch. Okay. Machen wir da rein. Und das da drauf. So, jetzt haben wir doch eigentlich schon mal einen ziemlich geilen Klotz. Und wenn wir reingucken, dann haben wir hier so mega das Hightech-Teil. Perfekt. Okay, wunderschön. Jetzt haben wir sogar schon ein Fenster drin. Was wir jetzt in diesem Video noch machen wollen, ist, wir wollen uns eine Türe hier reinziehen. Und deswegen suchen wir einfach mal nicht im Ordner Materials, da werden wir nichts finden. Einfach mal nach der Door. So, die Door wird jetzt hier raus. Okay, die passt wirklich gar nicht zu unserem Layout. Naja, die Türe wird hier reingepackt werden. So. Ja, doch, sieht doch ganz gut aus. Passt auch eigentlich ziemlich gut zu dem Door-Frame logischerweise, weil eine Türe sollte ja möglichst zu ihrem Rahmen passen. Und wir haben den Door-Frame ja nicht irgendwie rumskaliert. Wir müssen jetzt hier nur wieder auf die Rotation achten, dass wir hier auch drauf,
dass das auch einigermaßen zusammenpasst. So, dass wir durch die Türe durch können. Der Boden ist übrigens hier. Oh, und hier haben wir noch keinen. Oh, das ist natürlich doof. Wie hieß das Teilchen? Wir können einfach auf das hier drauf gehen, wieder in den Content Browser gehen und schon haben wir das Teil und dann können wir das hier draufziehen. So, sehr gut. Hier unten haben wir auch noch nichts. Und das heißt, da wollen wir das auch noch haben und da drüben, wie ich es mir dachte, auch nicht. So, perfekt. Okay, jetzt haben wir hier alles, was wir brauchen. Jetzt können wir wieder auf Play klicken, aber ihr werdet sehen, dass wir erstens mal das Licht nicht rebuildet haben und zweitens, durch diese Türe kann man zwar jetzt in diesem Modus durchgehen, aber im Normalfall kann man durch eine Türe nicht durchgehen und man sollte auch eigentlich nicht durch eine Türe durchgehen müssen. Das heißt, wir wollen uns im nächsten Schritt dann damit befassen, wie kann ich diese Türe aufschwingen lassen. Gut, das war's für dieses Video schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen Dekoration hier drin und diesen komplett komischen Hightech-Raum, der überhaupt nicht zu der Umgebung passt, zu kreieren. Wie gesagt, lasst eurer Kreativität freien Lauf und habt auch Spaß dabei. Ich meine, das ist ja eigentlich das Wichtigste und ich habe gerade Spaß. Deswegen, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.